Hi, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Project Worldwide. Falls du neu bist und noch nicht weißt, was ich hier mache, ich reise und teile im Prinzip alles, was ich mache, mit dir und auch gerade mit allen Leuten, die mir vom Balkon aus zuschauen. Ich bin wieder back in Kathmandu. Und falls du dich jetzt fragst, der war doch im letzten Video noch unterwegs in die Berge, warum ist der denn jetzt in Kathmandu? Ich bin wieder zurück aus dem Trip. Also ich war im Prinzip 5 Wochen unterwegs, hatte kein Laptop, gar nichts dabei. Und jetzt bin ich wieder da und kann die Videos für euch machen. Und parallel reise ich natürlich auch weiter. Also ich bin jetzt gerade in Nepal noch und in ein paar Tagen geht es auch schon weiter. Ich komme auch im Laufe des Videos dazu, wo ich als nächstes hingehe. Und kurz vorab, meine Reise in den Bergen war mega. Also ich habe mir nicht zu viel eingebildet. Es war wirklich bisher einer meiner geilsten Erfahrungen. Und ich freue mich so, das Ganze mit euch zu teilen. Ja, ich habe so gut wie fast jeden Tag gefilmt. Deswegen lasse ich das Ganze parallel laufen und währenddessen bin ich gerade hier. Wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen, fast einer Woche zurück in Kathmandu. Und ich habe bis gestern noch auf mein Visum gewartet, was ich jetzt bekommen habe. Komme ich gleich dazu. Und ich habe während der letzten Tage immer mal wieder so ein bisschen was gefilmt, aber irgendwie hat das alles keinen Zusammenhang. Deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich jetzt einfach hier auf das Dach meines Hostels und erzähl mal ein bisschen. Nach den ganzen 5 Wochen war ich relativ froh, wieder in der Stadt zu sein. Also man ist einfach begrenzt. Man lebt im Prinzip abgeschottet aus einem Backpack. Die Ressourcen sind knapp, die Rohstoffe sind begrenzt und irgendwann kommt man so an den Punkt, wo man sich dann auch so denkt, okay, so langsam ein bisschen Netz, man kann sich bei der Familie und Freunden melden oder man hat durchgehend Wasser oder man kann seine Sachen waschen und so weiter und so fort. Das hat mich schon sehr erfreut, dann wieder in Kathmandu zu sein. Und was ihr alles im Video sehen werdet, ist zum einen, ich war beim Friseur. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, vielleicht da sieht. Ich habe mir die Haare wieder so ein bisschen zurecht schneiden lassen. Es war aber ein kleines Abenteuer. Und wir waren vor ein paar Tagen im Pashupatinath-Tempel, in einer der heiligsten Tempelanlagen des Hinduismus. Und dort haben wir Sachen gesehen, die mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben werden. Ich bin gespannt, wie viel ich euch wirklich davon zeigen kann, was ich gefilmt habe, da es, man sieht tote Menschen, die im Prinzip öffentlich verbrannt werden und Familien verabschieden sich im Prinzip von ihren Angehörigen und erweisen ihnen die letzte Ehre und wir durften daran teilhaben. Und natürlich das Visum für meinen nächsten Ort. Aber bevor es losgeht und falls du neu bist und mich noch nicht kennst, Namaste. Ich bin Sofian und willkommen in meinem neuen Leben als Weltreisender, sage ich mal. Und falls du nicht verpassen willst, was ich so gemacht habe oder in Zukunft machen werde, dann abonniere doch meinen Kanal. Es ist kostenlos und ich teile mein Leben mit euch und freue mich über jeden neuen Zuschauer und auch jeden neuen Kommentar. Vielen Dank auch schon mal an alle, die während meiner ganzen bisher 5-monatigen Laufzeit kommentiert haben und daran teilgenommen haben. Ich habe das Ganze als Hobby angefangen, weil ich es einfach liebe, Videos zu produzieren und zu filmen und meine ganzen Erinnerungen festzuhalten. Und dass es wirklich Leute gibt, die dabei zuschauen. Vielen Dank. Ja, nicht lange quatschen. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem ersten von 2 Friseurterminen. So, wir sind jetzt beim Friseur angekommen. Jetzt schauen wir mal, was wir mit meinem Bart und vielleicht meinen Haaren anstellen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt passieren wird, aber ja, ich muss mich ein bisschen um mein Gesicht kümmern. Kurz dazu, es ist so schwer, Vertrauen in Friseure im Ausland oder generell während des Reisens zu finden, weil ich immer Angst habe, dass man mich nicht versteht, dass sie nicht verstehen, was ich möchte und dass ich dann komplett verunstaltet werde. Deswegen, ja, viel Spaß. Was er da macht und ob mich das gleich noch extra kostet, aber schauen wir mal.
So, das war's. Bei dem, was ihr jetzt gerade gesehen habt, habe ich mich nicht getraut, mir die Haare schneiden zu lassen. Deswegen habe ich es am nächsten Tag dann bei dem hier probiert und das ist dabei rausgekommen. Und was sagt ihr dazu? Thank you. Okay. Thank you. Ja, und jetzt haben wir uns im Prinzip vor ein paar Tagen auf den Weg gemacht, um die Tempelanlage zu besuchen. Und ja, wie gesagt, es war eine echt faszinierende Erfahrung, generell zu sehen, wie verschiedene Kulturen leben und wie stark sich das auch von dem unterscheidet, was wir bei uns, ich sag mal, im westlicheren Bereich haben. Also sowas würde man bei uns niemals sehen. Für schwache Nerven, vielleicht überspringt ihr das Ganze und ansonsten ja, springen wir mal rüber. Wir sind jetzt am Paschupatinat angekommen. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich habe mich mal kurz vom Ort des Geschehens entfernt. Ja, die Zeremonie, die läuft im Prinzip so ab, dass der Körper hier hingetragen wird, ja dann alles vorbereitet wird, alles was im Prinzip brennbar ist, wird verteilt und dann kommt der älteste Sohn, beziehungsweise dann im Ersatz die älteste Schwester oder Familienangehörige und laufen dann im Prinzip 5-mal um den Körper rum. Das verkörpert die 5 Elemente, aufzählen: Wasser, Wind, Erde, Feuer und der Körper an sich. Und ja, echt krasse Geschichte und ich bin dankbar dafür, diese Erfahrung gemacht zu haben, um zu sehen, wie ja, Leute auf der Welt leben und mit gewissen Situationen umgehen. Stellt euch das mal in eurem Land vor. Ich glaube, sowas sieht man nicht alle Tage. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall noch nicht bis zum Ende. Der Körper fängt langsam an zu brennen. Und die Leute, die verstecken das jetzt auch so ein bisschen. Ich denke aus Respekt gegenüber der Familie. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Bitte nicht zu persönlich nehmen. Aber ja, so ist das hier in Nepal. Ich muss zu dem Ganzen sagen, ich habe mich echt schwer getan, mich davon zu überzeugen, das Ganze wirklich mit euch zu teilen. Aber ja, letztendlich ist es ein Teil meiner Reise. Ich möchte euch zeigen, was ich sehe und erlebt habe. Ich hoffe, ich habe jetzt in diesem Part auch nichts Falsches gesagt. Also ich möchte keinen angreifen, ich möchte keinen verletzen oder irgendwelche Kulturen, Religionen ja, in einem falschen Licht darstellen. In jedem Land, Kontinent, Kulturen oder Religionen sind Sachen, die wir für seltsam halten, einfach normal. Deswegen will ich darüber auch gar nicht urteilen, auch wenn es eine etwas krassere Geschichte ist, sage ich mal. Und ich bin gespannt, was ich auf meiner weiteren Reise in andere Länder noch so alles sehen werde. Und das werde ich selbstverständlich mit euch teilen. So, und jetzt geht es darum, wohin es für mich weitergeht. Wie gesagt, wir sind schon seit ungefähr einer Woche hier. Das hat auch einen Grund. Wir warten, beziehungsweise ich habe bis gestern noch auf mein Visum gewartet, was ich jetzt bekommen habe. Und in ein paar Tagen geht es auch schon nach Indien für mich. Ich habe mein Visum bekommen, aber bevor ich mehr dazu sage, springen wir erstmal rüber. So sieht's aus. Ich warte hier mit Andrew vor der Namaste. Vor dem Indian Visa Service Center. Und heute ist der Tag gekommen, an dem ich mein Visum abholen kann. Und ich hoffe, ich bin so gespannt, ob ich das Visum wirklich für 6 Monate kriege und ein Multiple Entry Visa. Das bedeutet für mich nämlich, dass ich innerhalb von einem Jahr so oft ein- und ausreisen kann, wie ich will. Ich glaube, wir haben noch so 20 Minuten zu warten. Und was ich jetzt die letzten Tage gemacht habe, um das Visum zu bekommen, ich war, glaube ich, vor
7 Tagen war ich das erste Mal hier und dort habe ich dann ein Formular ausgefüllt. Ich muss mich kurz korrigieren, das Formular habe ich online ausgefüllt. Das ist das Online-Application-Formular, was man ausfüllen muss und dann ausgedruckt mitbringen muss. So, und jetzt weiter im Text. Dann bin ich hierhin, habe das Formular abgegeben, dann bezahlt. Ich habe insgesamt 11.180 Rupien bezahlt. Das sind ungefähr so 88, 90 Euro für 6 Monate Indien. Und ja, nachdem ich bezahlt habe, alles abgegeben habe, bin ich zurück. Dann musste ich 4, 5 Tage später wiederkommen. Das war gestern und habe meinen Reisepass abgegeben. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich das Visum abhole. Wir sind ein bisschen zu früh, deswegen sitzen wir hier und warten. Aber ja, ich darf leider drin nicht filmen, deswegen sehen wir uns wieder, sobald ich das Visum in der Hand halte. Tschüss! Hello again! Ich habe mein Visum bekommen, aber dadurch, dass es hier relativ laut ist und ich mir nicht sicher bin, ob ihr mich hört und die ganzen Motorräder und Autos, bla bla bla, springe ich zurück in die Zukunft. Insofern, erklär. Ja, ich habe leider nicht das bekommen, was ich beantragt habe. Ich habe es schon erwähnt, es sollten 6 Monate Multiple Entry Visa sein. Bedeutet, ich kann das Land so oft bereisen, wie ich möchte, innerhalb von einem Jahr 6 Monate dort verbringen. Aber die Botschaft hat sich gedacht, nee, der kriegt nur Double Entry und 6 Monate, die schon laufen. Also ich kann jetzt im Prinzip bis Mitte November ungefähr Zeit in Indien verbringen. Ja, der kleine Nachteil daran ist, dass jetzt gerade die Monsunzeit beginnt. Und ich mir nicht so ganz sicher bin, wo ich denn überhaupt alles reisen kann in Indien. Ich habe sowieso keinen Plan, aber zu wissen, dass es schwieriger sein wird, macht das Ganze nicht besser. Die Entscheidung ist gefallen, ich kann daran auch nichts mehr rütteln. Die haben es einfach gestempelt. Ich habe nicht das bekommen, wofür ich bezahlt habe. Durch die Double-Entry-Entscheidung, das heißt, ich kann 2-mal ins Land einreisen, läuft das Visum auch schon ab jetzt. Wenn ich Multiple-Entry gehabt hätte, hätte ich einen Zeitraum von einem Jahr gehabt, in dem ich das Land für 6 Monate bereisen kann. Ich freue mich trotzdem mega, jetzt in ein paar Tagen nach Indien zu reisen. Wir werden, denke ich mal, noch ein, 2 Orte in Nepal besuchen. Aber so langsam machen wir uns auch schon auf den Weg und ich nehme euch natürlich mit. Und somit auch meine Frage an euch. Wart ihr schon mal in Indien? Falls ja, schreibt es doch in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wo ich denn alles nach Indien soll, weil wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ohne Plan reise. Manchmal ergeben sich Zufälle. Vielleicht ist einer davon ja auch eins eurer Kommentare. So, ich hoffe, man konnte mir entspannt zuhören. Ich habe gedacht, ich mache hier so eine kleine Storytelling-Session, ganz entspannt. Mir geht es übrigens auch aktuell nicht so gut. Ich habe anscheinend die letzten Tage irgendwas Falsches gegessen. Deswegen will ich mich nicht allzu weit vom Hostel entfernen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, in ein paar Tagen geht es auch schon weiter mit meiner Himalaya-Reise. Und natürlich halte ich euch auf dem Laufenden zu allem, was parallel passiert. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und abonniert den Kanal. Kommentiert, ob ihr schon mal in Indien wart und was es da alles so Schönes gibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Die gucken immer noch zu. Vielen Dank fürs Einschalten und ich würde sagen, schöne Grüße aus Kathmandu. Bis zum nächsten Mal. Peace.